Das sind Anni und Leo Sieg. Zwei vielseitige Künstler und echte Nordlichter, im wahrsten Sinne. Als Musikduo Me and the Lion widmen sie sich den Themen, die in unserer Gesellschaft zwar allgegenwärtig sind und trotzdem oft unsichtbar bleiben. Mit ihrer Arbeit machen sie darauf aufmerksam, welchen Einfluss ungesunde Beziehungen auf unsere mentale Gesundheit haben. Ihre Songs machen hörbar, was Betroffene oft selbst lange nicht benennen können und zeigen den Weg zurück zur eigenen Wahrnehmung, zur inneren Stärke und zu der Möglichkeit, belastende Kreisläufe zu durchbrechen. Doch was steckt eigentlich hinter dem Namen Me and the Lion? Me and the Lion heißt ich und der Löwe. Und dieses "und" impliziert ja schon, dass ich nicht allein bin. Und genau das ist unsere Kernbotschaft. Du bist nicht allein. Sich allein mit etwas zu fühlen, ist der Nährboden für Scham. Und das verstärkt die Sprachlosigkeit und die Ausweglosigkeit. Erst als ich anfing, über das Thema zu sprechen, durfte ich erleben, wie viel Kraft darin steckt. Ich lernte, dass ich nicht allein mit meiner Situation bin, sondern dass viele Menschen Ähnliches erleben oder erlebt haben. Allein in Deutschland sind rund 18 Millionen Menschen von einer psychischen Erkrankung betroffen. Das ist die Einwohnerzahl von Nordrhein-Westfalen. Und genau wie einen gebrochenen Arm können sie jeden treffen und sind nichts, was man sich aussucht. Anders wie bei einem gebrochenen Arm sind das jedoch unsichtbare Wunden. Und genauso unsichtbar können ihre Ursachen sein. Und darum möchten wir ein Bewusstsein dafür schaffen, welchen Einfluss ungesunde Beziehungen auf unsere mentale Gesundheit haben. Der Löwe soll dich daran erinnern, dass die Kraft, die dein Herz weiterschlagen lässt, wenn du denkst, es zerbricht, dass das die Kraft ist, die dich da durchträgt. In meinem Fall mein Glaube. Mit unserem Projekt möchten wir das Unsichtbare sichtbar und besprechbar machen. Und wir möchten dieses wichtige Thema dahin rücken, wo es hingehört, nämlich in die Mitte der Gesellschaft. Die Motivation, sich mit diesem Thema künstlerisch auseinanderzusetzen, geht auf Annis schmerzhafte Erfahrungen in Beziehungen zurück. Ich habe jahrelang gar nicht verstanden, in was für einer gefährlichen Spirale ich da in meiner Beziehung eigentlich gefangen war. Nachdem ich mich dann getrennt habe, wurde bei mir eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert. Und erst während der Traumatherapie habe ich dann gelernt, dass alle Songs, die ich dann geschrieben habe, dass ich mit denen psychischen Missbrauch verarbeite. Und diese Dynamiken habe ich dann auch im beruflichen Kontext gesehen, im Freundeskreis, auch in der eigenen Familie. Und darum weiß ich heute, dass man an Menschen gesunden, aber auch erkranken kann. Tatsächlich zählen zu den Ursachen mancher psychischer Erkrankungen auch ungesunde Beziehungen. Ohne professionelle Hilfe ist es Betroffenen kaum möglich, mit eigener Kraft aus diesem Abhängigkeitsverhältnis herauszukommen. Diese Erkenntnis hat Anni Sieg damals geholfen, sich auf den herausfordernden Weg zu begeben, in die Selbstwirksamkeit zu kommen, mit psychologischer Unterstützung. Turit Müller ist Diplompsychologin und Expertin für toxische Beziehungen. Bei ihr finden viele Betroffene professionelle Unterstützung. Anni wollte es genau wissen, was diese unsichtbare Form des Missbrauchs so gefährlich macht, und verabredete sich mit ihr. Denn wie lässt sich missbräuchliches Verhalten im Beziehungsumfeld überhaupt identifizieren? Und was macht es so unglaublich schwierig, einen heilsamen Ausweg zu finden? Es gibt Muster, auf die wir schauen können, wenn wir erkennen wollen, ob wir hier seelischen Missbrauch erleben. Ein typisches Element wäre zum Beispiel Gaslighting. Mit diesem Manipulationsverhalten wird uns unsere Wahrnehmung abgesprochen. Wir verlieren dadurch unseren inneren Kompass und haben nichts mehr, worauf wir uns verlassen können bei der Einschätzung der Situation. Ein anderes typisches Verhaltensmuster ist das sogenannte Silent Treatment, also stille Behandlung. Zu Deutsch angeschwiegen werden, wortkarges aus der Nase ziehen müssen. All das ist damit gemeint. Und auch da kann man sich natürlich fragen, wo fängt denn das an? Haben wir nicht alle mal so einen Tag, wo wir in einem Streit uns beleidigt zurückziehen? Ist das schon Silent Treatment? Und ich denke, nee, wir haben es hier mit ganz anderen Dimensionen zu tun. Wenn man zum Beispiel gemeinsam im gleichen Haus lebt und 3 Wochen wechselt eine Person kein Wort mit der anderen, dann
ist das Silent Treatment. Silent Treatment kann sich aber auch auf völlig anderem Wege bemerkbar machen. Zum Beispiel blockiert werden. Das geht dann schon Richtung Stonewalling, also Richtung Mauern. In sozialen Medien ignoriert werden, ist natürlich in unserer Welt auch eine Form davon, dass hier jemand aus dem Kontakt geht und uns quasi ausschließt aus der Gruppe. Das ist für uns soziale Wesen unheimlich schmerzvoll und das macht etwas mit unserem Selbstwertgefühl. Und das ist auch der zentrale Punkt bei solchen Beziehungen, dass unser Selbstwert erodiert wird. Missbräuchliche Beziehungen stehen unter einem großen Stigma und ganz oft werden die Opfer, wenn man das Wort benutzen möchte, dafür beschämt, was sie erleben. Ich möchte aufräumen mit diesem Missverständnis. Das trifft nicht nur, ich sag mal, Mäuschen. Das kann alle Menschen treffen. Und die Menschen, die ich erlebe, die sowas durchhaben, das sind oft sehr starke Persönlichkeiten, sehr schlaue Menschen, sehr begabte Menschen. Es kann uns alle treffen. Darum möchte ich vor allen Dingen dazu aufrufen, schäm dich nicht, wenn dir das passiert. Oder lass dich von deiner Scham zumindest nicht bremsen, dir Unterstützung zu holen. Und diese Erfahrung, ja, die ist, glaube ich, ganz wichtig zu merken, ich kann mein Leben an der Stelle selbst ändern. Ich kann mich befreien. Mittlerweile touren Annie und Leo Sieg mit ihrem Musikprojekt Me and the Lion durch ganz Deutschland, um Aufmerksamkeit für das Thema in der Öffentlichkeit zu generieren. Ob auf Gesundheitskongressen, im Rahmen von Selbsthilfegruppen oder sonstigen Konzertsettings treten sie mit Betroffenen in persönlichen Kontakt. Ihre Premiere feierten sie im Rahmen des Mental Health Awareness Month in New York. Would you believe me if I would be blind? Ihre Konzerte sind ein Hybrid aus Expertenwissen, Musik, Storytelling und Q&A mit dem Publikum und sind damit sozusagen ein musikalisch niedrigschwelliges Hilfsangebot. Take action before you run out of air. You're not alone in this. You have a lion by your side. Me and the Lion ermutigen, in die Selbstverantwortung zu kommen, um die Spirale der Abhängigkeit zu durchbrechen. Damit das Thema darüber hinaus eine breite Aufmerksamkeit in der Gesellschaft erreicht, spielt auch die Verbreitung ihrer Musikvideos eine wichtige Rolle. Die oftmals symbolträchtigen Bilder sollen dabei, neben dem kraftvollen Text, beim Zuschauen noch tiefere, unbewusste Ebenen ansprechen. Das letzte Video wurde jüngst mit einem Team in Leipzig gedreht. You wanted to see how much further you could go psychologically with me. Not hurting a bone, throwing your words sharp as a knife from your throne at me. You said 100 times, you're not good for me. I tried to prove you wrong, I tried to make you see. Now I guess that I should have believed. You went too far, broke my heart one too many times, and now you went way over my breaking point. You shook my soul, saying you weren't in control. Yeah, you went way over my breaking point. I shattered like glass. Within your hands, you never knew what I've been through with you. Or did you? You were curious, when will I break? Pushing all my buttons till my heart bled till I ache. I'm afraid this was your last mistake. Your last mistake. You went too far, broke my heart one too many times, and now you went way over my breaking point. You shook my soul, saying you weren't in control. Yeah, you went way over
In dem Song Breaking Point gibt es die Zeile Throwing your words sharp as a knife from your throne at me. Du schmeißt deine Worte scharf wie Messer von deinem Thron auf mich. Wieso Thron? Wieso Thron in einer Partnerschaft? Und das ist genau der springende Punkt. Solche Beziehungen sind charakterisiert durch ein Machtgefälle. Wir haben hier keine Augenhöhe. Und das ist etwas, wo missbräuchliches Verhalten beginnt, wo es einen Nährboden findet und worauf wir aufmerksam werden können. Für Außenstehende kann es schwer sein, nachzuvollziehen, warum geht die Person nicht? Oder sogar von drinnen kann es sich so anfühlen, dass man sich selbst nicht versteht, warum gehe ich eigentlich nicht? Was stimmt mit mir nicht, dass ich das mit mir machen lasse? Und da stimmt eben das Wort einfach nicht. Es ist nicht einfach zu gehen in solchen Partnerschaften. Und das hat viele verschiedene Gründe. Einer ist, ich muss erstmal bemerken, was mir da eigentlich passiert. Ich brauche einen Begriff dafür, was missbräuchliches Verhalten ist und dass das hier stattfindet. Und wir haben vielleicht den Anspruch an uns selber, in guten wie in schlechten Zeiten, dass wir durchhalten, wir hoffen, dass es wieder so schön wird wie am Anfang. Das ist ja ganz charakteristisch in toxischen Beziehungen, dass es am Anfang diese Love-Bombing-Phase gibt, wo das Bild von der anderen Seite quasi gesetzt wird. So ist unsere Liebe, so ein guter Mensch bin ich. Und das ist, was dich hier erwartet. Und das hängt uns die ganze Zeit wie eine Wurst vor der Nase. Und wir hoffen und hoffen, dass das wiederherstellbar ist. Typisch für missbräuchliche Beziehungen ist auch die kognitive Dissonanz. Im Film sehen wir diese Szene mit den Spiegelscherben. Das ist quasi versinnbildlichte kognitive Dissonanz. Das Hin- und Herkippeln der beiden Bilder. Das ist ein netter Mensch, der liebt mich, der behandelt mich gut. Oder nein, das ist kein guter Mensch, der behandelt mich nicht gut. Das ist keine Liebe, was ich hier erlebe. Und Betroffene bekommen eben kein klares Bild, keine klare Einschätzung. Und ohne diese Einschätzung, wie soll ich entscheiden, ob ich bleib oder gehe? Es kann sehr schwierig sein, aus eigener Kraft solche Partnerschaften zu verlassen. Es gibt viele, viele Gründe, die es erschweren. Zum Beispiel eigene Traumata in der Kindheit, ja, die es schwer machen zu gehen. Und deshalb ist es ganz wichtig, wenn du merkst, dass du in einer solchen Partnerschaft steckst oder stecken könntest, hol dir Unterstützung. Es heißt psychischer Missbrauch, aber die Grenze zu körperlichem Missbrauch ist natürlich eine schmale, ja. Gerade um den Zeitpunkt einer Trennung herum, wenn sich so etwas anbahnt oder während der Trennung oder nach einer Trennung, kann das schnell kippen, weil dann natürlich die Kränkung besonders hoch ist und kann körperlich werden. Auch wenn man das vielleicht niemals gedacht hätte, weil man die Person so noch nie erlebt hat, weil die noch nie die Hand gegen einen erhoben hat. In solchen Phasen, gerade da, ist es möglich, dass wir Verhalten erleben, das weit aus dem normalen Verhaltensspektrum der Person herausfällt. Also es ist gut, besonders wachsam und achtsam zu sein. Die Szene mit den Spiegelscherben kann man übrigens auch noch mal ganz anders deuten. Die Person, die da hineinblickt und ja, ein bisschen eine Selbsterkenntnis vielleicht hat in dem Moment, sieht ja, hier ist wirklich was zu Bruch gegangen. Hier gibt es Brüche, die nicht mehr zu kitten sind. Und das ist ein ganz wesentlicher Moment. Wir nennen das radikale Akzeptanz. Radikale Akzeptanz, dass es hier kein Zurück gibt, dass hier ein anderer Mensch vielleicht auch nicht gesund geliebt werden kann, dass die Hoffnung losgelassen werden muss, dass diese Beziehung noch zu retten ist. Und das ist in diesem Fall etwas richtig Gutes, denn Hoffnung ist einer der schlimmsten Klebstoffe, der uns in solchen Partnerschaften halten kann. Und dieser Moment ist der Wendepunkt, wo es Betroffenen gelingen kann, zu gehen. Nach dem Dreh ist vor dem Konzert. Die letzte Tour von Me and the Lion führte sie in die Kunsthalle in Kühlungsborn. Nach dem Konzert ist bewusst Raum für Gespräch und Austausch. Besonders gut hat mir getan, dass ich die ganze Zeit mit einem Grinsen da saß und ich derzeit auch aktuell in einer Krise bin mit vielen Panikattacken und ich das erste Mal wieder unter Menschen bin und mir auch so ein Earplug gekauft habe, dass ich mich so ein bisschen abgrenzen kann und ich total froh bin, dass ich hierher gekommen bin. Es gibt so viele Probleme und noch so wenig Hilfe auf dieser Ebene.
Und mich hat es berührt, wie die beiden das anpacken. Mir kam am Ende der ganzen Veranstaltung der Gedanke, dass ja eigentlich wir, die alle heute Abend da waren, ein Teil dieser Öffentlichkeit sind. Und dass wir natürlich anderen sagen können, du hast einen Löwen neben dir. Aber gleichzeitig sind wir eigentlich alle auch diejenigen, die für vielleicht auch nur ein kleines Zeitfenster für andere dieser Löwe sein können. Das Besondere an Me and the Lion sind natürlich Leo und Annie. Die wirkliche Geschichte, die dahinter steht, die so emotional, authentisch und mit ein wenig Humor, mit ganz viel Liebe und unendlich vielen Emotionen rübergebracht wurde. Und ich bin sehr emotional berührt und es war ein toller Abend, eine tolle Show. Was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass dieses Tabuthema auf so wunderbare Art und Weise in die Öffentlichkeit getragen wird, weil ich das verdammt wichtig finde, dass darüber geredet werden muss. Auf der offiziellen Website von Me and the Lion befinden sich zahlreiche Informationen für Hilfsangebote. Und am Ende geht die Schlüsselbotschaft für Veränderung auf das Credo der beiden Musiker zurück. Du bist nicht allein. Du hast einen Löwen an deiner Seite.